Ich habe gerade Aluminium geschweißt. Das Ganze nicht mit einem High-End-Schweißgerät, sondern mit einem Fülldraht-Schweißgerät. Und dafür lassen sich die Ergebnisse wirklich sehen. Und ich zeige dir in diesem Video gleich 3 Möglichkeiten, wie du mit einem ME130 Mini, mit dem Fülldraht-Schweißgerät, Aluminium schweißen kannst. Und die Ergebnisse sind für den Hausgebrauch vollkommen ausreichend. Sicherlich keine High-End-Ergebnisse, aber dafür, dass so einfache Technik eingesetzt wird, sind die Ergebnisse wirklich alles andere als schlecht. Dazu sollte man wissen, was es nicht gibt, ist einen Fülldraht, mit dem man ohne Schutzgas Aluminium schweißen kann. Den würden sich viele gerne wünschen, sowas gibt es leider nicht. Es gibt aber, wie gesagt, andere schöne Möglichkeiten und wir fangen gleich mit der ersten Möglichkeit an. Das ist eine Elektrode zum Aluminiumschweißen. Und das Fülldraht-Schweißgerät hat wie viele andere moderne Fülldraht-Schweißgeräte die Möglichkeit, dass man hiermit auch Elektrode schweißt. Das geht ganz einfach. Ich muss im Prinzip hier nur das Elektrodenprogramm auswählen. Ich habe hier mein Massekabel, ich habe hier mein E-Handkabel. Das ist hier sogar im Lieferumfang enthalten und dann kann ich loslegen. Funktioniert das Ganze? Ja, im Prinzip funktioniert es. Es ist aber wirklich alles andere als einfach und die Ergebnisse sehen wirklich nicht sonderlich toll aus. Ich habe hier auch wieder mal so ein bisschen Elektrode geschweißt und es ist wirklich eine Quälerei und am Ende des Tages sind die Ergebnisse wirklich alles andere als toll. Es gibt so absolute Experten, die sich damit beschäftigen und die haben da auch mal schöne Ergebnisse hinbekommen, aber im Prinzip ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Also kann ich wirklich gerade Einsteigern nicht empfehlen. Ich hasse das wirklich auch. Wenn man das Ganze macht, sollte man die Elektrode rücktrocknen, das heißt, dass die schön in den Backofen kommt, dass die wirklich auf Temperatur kommt, die Umhüllung, die Feuchtigkeit verliert. Und der zweite Punkt ist, das Werkstück sollte man wirklich großzügig vorwärmen, richtig schön so auf 100 Grad bringen und dann kann man Ergebnisse damit erzielen. Es ist aber wirklich alles andere als einfach. Gerade größere Aluminiumbauteile, wenn man die so vorwärmen will, auf Temperatur bringen will, da braucht man auch wirklich viel Energie, weil die ganze Energie abgeleitet wird. Also es ist theoretisch möglich, praktisch gerade Einsteigern kann ich das wirklich nicht empfehlen. Also die Elektrode ist nicht so ganz mein Favorit. Was auf jeden Fall richtig gut funktioniert, ist mit Schutzgas zu schweißen. Das ist ja eigentlich ein Fülldraht-Schweißgerät. Man kann hier nicht mit Schutzgas schweißen. Es gibt jetzt aber auch Schlauchpakete, habe ich schon mal vorgestellt. Da kann man mit Schutzgas schweißen. Und beim Max-Schweißen funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Man hat dann also einen richtig schönen Prozess. Möglich ist das, weil man dieses Schweißgerät hier vorne umpolen kann. Und es gibt seit kurzem Schlauchpakete bei Weldinger, die kosten um die 30 € und da kann man mit Schutzgas schweißen. Und mit diesem Schlauchpaket, mit einer ganz normalen Stahlseele, habe ich natürlich auch versucht, Aluminium zu schweißen. Das hat im ersten Moment nicht ganz so gut geklappt, musste ich mich also wirklich auch reinarbeiten. Ich habe dann irgendwann das Fluxprogramm für 0,8 mm Draht genommen und damit funktioniert es wirklich. Ich habe einen 1 mm ALMG5 Draht. Damit kriege ich sehr feste Verbindungen hin, also wirklich vernünftige Schweißnähte. Die sehen optisch nicht ganz so schön aus, aber man sieht, der Werkstoff ist wirklich massiv aufgeschmolzen. Dünneren Draht sollte man auf gar keinen Fall nehmen, weil dann hat man das Problem, dass man immer wieder Drahtsalat am Drahtvorschub hat. Hier bei dem 1 mm Draht, das funktioniert wirklich gut und so kann man hier mit Aluminium schweißen. Wie gesagt, keine High-End-Nähte. Nichts, wo man irgendwo sagen kann, das hat eine Wick-Optik oder ähnliches, aber man hat eine Verbindung, das reicht aus für Reparaturen, das reicht aus für kleinere Projekte. Ich finde das schön, also es funktioniert wirklich gut, es ist von der Handhabung genauso einfach wie Fülldrahtschweißen und Max-Schweißen und das ist so der erste Lichtblick gewesen, dass man mit diesem Gerät Aluminium schweißen kann. Das war auch grundsätzlich das, warum ich das ausprobiert habe, weil viele Zuschauer wirklich gesagt haben, wenn du schon so das Max-Schweißen vorstellst, dann probierst du auch mal mit Aluminium. Was man hierfür natürlich braucht, ist Schutzgas, das muss man ganz klar sagen, das Schlauchpaket und den Draht. Schutzgas kann eine Einwegflasche sein, Schutzgas kann eine Kaufflasche sein oder eine Mietflasche sein, muss man immer gucken. Schutzgas ist ganz klar Argon, irgendein Mischgas oder ähnliches funktioniert nicht. Aber wenn man das dann so hat, funktioniert das
das erstaunlich gut für so eine einfache Möglichkeit. Und man hätte hier immer noch das Update, das haben auch schon Zuschauer gemacht, dass man eine Teflonseele einbaut, aber das geht mir immer zu weit. Ich möchte so ganz einfache Lösungen hier vorstellen und das ist das definitiv. Wer ganz einfach günstig Aluminium schweißen will, der kann das auf diese Art und Weise durchführen. Es geht aber sogar noch ein Stück besser. Und dieses Aluminiumbauteil ist mit Wick geschweißt und das habe ich tatsächlich auch mit dem Fülldraht-Schweißgerät gemacht. Ist eine ganz einfache Sache, ein kleiner Taschenspielertrick und dann funktioniert das wirklich auch sehr, sehr gut. Also bin ich auch mal wieder erstaunt. Das ist ein 2 mm Aluminiumrohr und ein 3 mm Blech. Einfach aus der Schrottkiste rausgenommen, einfach mal kurz zusammengeschweißt. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ich mit so einem Fülldraht-Schweißgerät Elektrode schweißen kann, dann kann ich da im Prinzip auch mit Wick schweißen. Das Gerät geht sogar noch weiter. Das hat ein eigenes Wick LiftArc Schweißprogramm. Dann habe ich so ein Wick LiftArc Schlauchpaket, habe das an den Minuspol angeschlossen, Masse an den Pluspol, habe meine Bauteile folgendermaßen vorbereitet. Das heißt, ich habe die Bauteile erstmal sauber gemacht, mit einer Drahtbürste vernünftig gereinigt, habe da die Oxidschicht mit aufgebrochen, habe es hinterher mit dem Heißluftföhn vernünftig warm gemacht und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt so ein Schweißzusatz. Das ist ein ALSI-Schweißzusatz und mit dem kann man mit einem DC-Gerät dann dementsprechend auch Wick Aluminium schweißen. Das hat nie die Festigkeit wie mit einem ALMG5-Zusatz zum Beispiel, den ich vorhin beim Max-Schweißen verwendet habe, aber es funktioniert auch. Und dieser ALSI-Zusatz, der hat immer den Vorteil, der läuft vernünftig. Also man hat hier auch eine sehr, sehr feste, sehr, sehr gute Anbindung, aber wie gesagt, ALSI hat nie die Festigkeit wie ALMG5, aber es funktioniert. Es sieht alles andere als schlecht aus und ich müsste hier sonst was machen, um hier irgendwo dieses Blech wieder abzukriegen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das wirklich so gut funktioniert. Denkt man im Prinzip nicht, wie viele Möglichkeiten man hat, bis man sich da so ein bisschen Gedanken macht. Wie gesagt, die Elektrode bin ich kein Freund von. Es gibt Leute, die sagen, es funktioniert. Viele sagen aber auch wirklich, es funktioniert nicht. Da ist der Vorteil halt, dass es unglaublich günstig ist. Man braucht nur die Elektroden. Die anderen Möglichkeiten sind natürlich auch immer kleine Investitionen oder auch teilweise ein bisschen größere Investitionen. Aber man sieht hier die Ergebnisse, ne? Mit dem ALSI-Schweißzusatz, das Wick-Schweißen, Wick LiftArc-Schweißen, das funktioniert. Und das MIG-MAC-Schweißen mit dem zusätzlichen Schlauchpaket funktioniert auch. Ist Wahnsinn. Das ist natürlich nicht mit jedem Fülldraht-Schweißgerät möglich. Das war jetzt speziell auf das Gerät gemünzt. Ihr müsst mal gucken. In manchen Geräten habe ich das schon mal gezeigt, wie man die auch umrüsten kann. Und umrüsten ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt. Ich werde das Gerät natürlich verlinken. Ich werde auch nochmal ein Zubehör verlinken, werde ALSI-Draht nochmal raussuchen, den verlinken. Das ist sicherlich für viele interessant. Das schöne Schlauchpaket. Und was aktuell sehr, sehr interessant ist, es gibt eine Version, wer jetzt sagt, Aluminium schweißen, das interessiert mich alles nicht, ich will wirklich nur Fülldraht schweißen oder als Zweitschweißgerät, es gibt eine Version wieder, die hat diesen Dongle hier unten nicht. Das heißt, man kann das Gerät nutzen, ganz einfach wieder am Minuspol zum Fülldraht schweißen und hat diese Umrüstoption nicht. Das ist irgendwie falsch bestellt oder falsch geliefert. Ich glaube, falsch geliefert bei Weldinger. Und da haben sie Geräte in einer gewissen Stückzahl und die hauen sie dann zum Sonderpreis raus. Da kriegt man so ein Gerät hier für 99 €, inklusive abnehmbaren Schlauchpaket, inklusive Elektrodenkabel, 1 Kilogramm Fülldraht und. Müsst ihr euch einfach mal angucken. Ist eine sehr, sehr interessante Aktion. Das heißt, wurde falsch geliefert oder falsch bestellt, ich weiß es nicht genau. Und da können wir oder da könnt ihr von profitieren. Denn ich habe schon 2 davon, ein drittes brauche ich nicht. Aber in diesem Sinne, mit diesem Gerät ist so unglaublich viel möglich und das wollte ich mal auf die Nachfrage von euch so ein bisschen mal wieder zeigen. Und wie gesagt, die Nachfrage bezog sich nur hier drauf. Ich dachte, Elektrodenschweißen kann man einbinden und das Wick-Schweißen kann man dann auch gleich nochmal einbinden. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr interessante Option. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Das ist mein letztes Video natürlich für dieses Jahr. Am 1. Januar geht es gleich wieder los bei mir mit einem richtigen Kracher. Der wird euch wirklich absolut begeistern. Hat auch so ein bisschen was mit Aluminiumschweißen zu tun. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es war ein ganz tolles Jahr. Ich sage vielen, vielen Dank. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.
Ach so, das Wichtigste habe ich natürlich noch vergessen. Wenn man dieses 99 € Angebot nimmt und sich so ein Gerät kauft und man dann doch sagt, man möchte das Gerät mal umpolen, dann habe ich dafür eine Anleitung. Die hat mir ein Zuschauer zur Verfügung gestellt und dann kann man sich das Ganze umrüsten. Das ist ungefähr ein Wert von 7, 8 € und dauert ungefähr, sage ich mal, so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Mit einer richtig schönen Anleitung, kann ich hier unter auch nochmal verlinken, wenn ich sie wiederfinde. Hoffe ich, finde ich wieder. Also kann man das auch wirklich sehr einfach umrüsten. Ich hatte das bei dem Parkside Fülldrahtschweißgerät schon mal umgerüstet und ähnlich kann man das bei dem Gerät auch umrüsten. Also es ist wirklich ein Kinderspiel und dann hat man das Gerät in dem Originalzustand, hat aber 40 € gespart. Oder wenn man hier die 6, 7 € für diese Stecker nimmt, hat man halt 35 € gespart. Ist trotzdem eine schöne Sache. In diesem Sinne,